15. August 2009. Alle Tests negativ. Rechnung an Versicherung. Jawohl, diesmal durften wir sogar mal ein bisschen was lesen, was da so stand. Tja, was machen wir nun? Ich würde mal vorschlagen, wir machen an dieser Stelle eine Aufnahmepause. Ich habe ein ganzes Stück aufgenommen und das, obwohl ich ja eigentlich weiß, dass die Aufnahme in letzter Zeit ein bisschen am Spacken ist. Wir werden jetzt ich werde jetzt herausfinden, ob das Ganze gut geklappt hat. Ich entschuldige mich, dass es heute nicht ganz so gut lief wie die anderen beiden Sessions, die ja doch ein bisschen besser waren, ich gebe es zu, aber das liegt jetzt einfach auch daran, dass ich wieder ein bisschen ankränke und dass ich ein bisschen halt im Stress war, weil dieses blöde Programm nicht so wollte, wie ich wollte. Mensch. Naja gut, vergessen wir das, genießen wir das Spiel weiterhin. Wir sind immerhin schon zur Hälfte mehr oder weniger durch. Haben damit noch 2 Fälle vor uns, nachdem wir diesen hier abgeschossen haben. Und können uns dann an das nächste Spiel von, wie gesagt, insgesamt 6 CSI-Teilen wagen. Aber da bin ich schon wieder in der Zukunft. Viel Spaß bei dem, was ihr so gerade zockt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Spiel. Ich hatte meinen Spaß und wünsche euch noch einen schönen Tag. Cheerio, the King has left the building. Heidi ho, meine Freunde, und herzlich willkommen zum neuen Let's Play, zur neuen Aufnahmesession des Let's Plays von CSI Tödliche Absichten. Und ich weiß so gar nicht mehr, was wir zuletzt gemacht haben. Ich dachte mir nämlich einfach, ich muss mal jetzt momentan die paar Tage Luft, die ich habe, nutzen, um viel zu produzieren. Ja. Und jetzt habe ich auch mal wieder Zeit fürs CSI und das ist schon wieder, ja, eine halbe Woche her. Halbe Woche? Woche? Nee, eine Woche. Ich habe vor einer Woche ungefähr zuletzt aufgenommen, ja. Da hatte ich euch ja noch erzählt, was, von der Folge, die jetzt also aus meiner Sicht der Aufnahme letzten Dienstag lief. Je nachdem, wann ihr es guckt, kann es schon vor einem Monat, einem Jahr, 20 Jahren gewesen sein, keine Ahnung. Nee, nicht was lief, aber was laufen wird oder... naja, ist ja egal. So, wir waren beim Fall der ertrunkenen Moderatorin und ich weiß so gar nicht mehr, was wir uns überlegt hatten, was wir tun wollten. Ich glaube, wir waren... wir wussten gar nicht mehr, was wir tun könnten und das war das Problem. Ich sehe gerade, wir haben ja noch einen Fingerabdruck. Vielleicht finden wir den in... Ich glaube, das Fingerabdrucksystem heißt APHIS, ne? Ja, gut. Die Merkmale bestimmen. Zack, zack, zack. Merkmale. Wo seid ihr? Haben wir kein... Doch, da haben wir noch ein Merkmal. Suche, Suche, Suche. Na, komm. Numero uno ist so gar nicht passend. Das ich bitte dich hier, was soll denn der Unfug? Ne, der passt auch nicht. Dann alle guten Dinge sind 3. Hä? Da passt ja keiner von. Oder war ich jetzt blind? So, was hatten wir? Wir hatten die Patientennummer. Vielleicht können wir jetzt nochmal mit dem Steve Tampson reden, weil wir ja quasi jetzt ein Alibi haben. Oder beziehungsweise ein paar Infos. Ihre Geschichte stimmt, Steve. You're free to go, but we'd like to ask you some more questions. Hey, sure. Somebody murdered my girlfriend. I want to help. Ich dachte, ihr hattet nur ab und zu Sex. Jetzt ist sie plötzlich seine Freundin, also sein Girlfriend. Das ist feste Freundin. Sagte sie etwas davon, dass sie in den Whirlpool gehen würde? I don't remember her saying anything, but she used the spa quite a bit. Waren Sie im Spa, als das passierte? No, I was in my room, chilling out. Clorinda and I had just, I was resting. Hatte Clorinda irgendwelche Feinde? Like somebody that would kill her? No, she never mentioned anything like that. She did gripe about this guy from work, though. Jack Shell, I think his name was. I don't know all the details, but I guess he and Clorinda had this rivalry going. And her marriage was pretty messed up, obviously. Oh, ein neuer Schauplatz. Wusste Clorindas Mann von der Affäre?
Probably. She left him a message last night. Oh, God, you don't think... That crazy bastard. Mr. Tampson, I understand your feelings, but take it from me, it does not pay to get ahead of the evidence. We'll find Clorinda's killer. Rest assured. Can you think of anything that might help us find Clorinda's killer? I don't know what else to say. I don't think I really had a chance to know everything about her life yet. I believe you're free to go. Hey, thanks. If you need me, I'll be back at the rehab center. If I ever needed to be surrounded by shrinks, it's now. Okay. Bevor wir den neuen Schauplatz untersuchen, möchte ich dann doch mal mit dem Mann kurz reden. Weil da... Hey, I got Ernie Goldwasser down here. He wants to know the results of his wife's autopsy. I can stall him for a while, but if you want to be the one who tells him his wife was murdered, then you need to get over to my office right away. Ja, okay, jetzt befindet er sich nicht mehr da, sondern jetzt im Bress Büro. Dann wollen wir in Bress Büro. Wir wollen ja schließlich mit Goldwasser reden. Goldwasser? Hallo? Hä? Yeah? Okay, wir sind da. Wo ist Ernie Goldwasser? We got him down in interrogation. He walked off with his wife's purse, so we're holding him for interfering with a crime scene. That sounds like an honest mistake from a grieving husband to me. Me too, honestly. But it is what it is. Let's go talk to him. Oh. Look, you want to tell me why Captain Brass is accusing me of removing evidence from a crime scene when all I did was take my wife's personal belongings from Twilight Palms and bring them back home with me? Mr. Goldwasser, your wife's been the victim of a homicide. Homicide? Do you know who killed her? Der sah ja gerade ein bisschen angepisst aus. Haben Sie diesen Ring schon mal gesehen? I don't think so. No, I don't recognize that ring. You hesitated a moment. I thought for a moment that it looked familiar, but I don't know why. Maybe I've seen it before. I honestly don't know. Would you mind trying the ring on your left ring finger? I'd rather not remove my own wedding ring if at all possible. Please. Mr. Goldwasser, it will only take a moment, and it will help our investigation. All right. Give it here. Yeah, it's a bit small. Can't get it over my knuckle. Sorry. That's definitely not my ring. Ist das vielleicht der Ring der Ehefrau? Und der Mörder hat einen eigenen Ring? Kennen Sie einen Mann namens Steve Tampson? No. Is that the man who killed my wife? Mr. Goldwasser, I need to ask you to calm down. I know how difficult this must be for you, but we're doing the best we can to conduct a full and thorough investigation of your wife's death. I have no idea who you're talking about. None whatsoever, but if he had something to do with her death, I swear to God. Look, please take my wife's personal items. You'll need them. They're evidence, right? Take whatever you need. Do whatever you have to do. Man sollte in einer Polizeistation keine solchen Drohungen aussprechen. Die können einem negativ ausgelegt werden, Mr. Goldwater. Goldwasser. Gold schieß mich tot. So, Jack Shells Garderobe. Wer heißt Jack Shell? Was für ein Name. So, Moment. Ich wollte jetzt aber noch kurz, bevor wir reingehen, Handtasche des Opfers. Oh, ein Handy. In the last few days before Ms. Jackson's death, Mr. Goldwasser called her cell phone several times, well, no surprise there. His last call was made at 10 p.m. on the day of the murder, which is around the approximate time of death. Ich finde so ein bisschen die Art und Weise, wie der Langston spricht, so einschläfernd irgendwie, so ganz ruhig und überhaupt ohne Emotion. Ich meine, das ist jetzt kein Schuldspruch an dem Schauspieler hier, an den Lawrence Fishburne, weil ich weiß ja auch gar nicht, ob der jetzt gerade aktuell auch im Computerspiel seine Rolle spricht. Aber es ist schon so eine etwas blöde Sache, sage ich mal, weil es ist so, weiß nicht, es kommt nicht gut, finde ich. Ah, okay, das Handy war das Einzige, was es gab. Haben wir hier... Oh, was haben wir denn hier Schönes? This phone is conspicuously free of fingerprints. I wonder if that thread came from something used to wipe it down. Much interesting. So, haben wir noch etwas? Ich glaube im Moment nicht. Wir können das Handy, denke ich mal, später im Labor noch untersuchen. Jetzt wollen wir dann doch mal die Garderobe uns hier anschauen.
Gibt es hier noch was Interessantes? Nee, wir drehen uns irgendwie nur um Lawrence Fishburne und vor allem dieser Ort sieht sehr seltsam aus. Hello. We're from the Las Vegas Crime Lab. Are you Jack Shell? Why, by my stars and bars, indeed I am. What can I do for you? I'm always willing and able to assist our men and women in law enforcement. We're investigating the death of Clorinda Jackson. We understand you both had shows at the Silver Skies Casino. Hold on. Did you just say that Clorinda died? She's dead? Oh, my dear Lord, how on earth? What happened? We're not quite sure yet. But you folks wouldn't be here talking to me if you didn't think she'd been murdered. This is just the most awful thing I've ever heard in my whole life. Clorinda, she was a dear, dear sweet friend, and just a magnificent talent. We shall not see another like her again in this business, I'll tell you that. She will be profoundly missed. Also das Charaktermodell von Jack Shell finde ich sehr gut. Den Synchronsprecher ein wenig seltsam. Wie der gerade geredet hat, das war schon ein wenig kurios. Interessant und kurios. Was hatten Sie für eine Beziehung zu Mrs. Jackson? You considered Miss Jackson a close personal friend, but might there have been a certain amount of professional rivalry? No. Well, if anything, I'd call it sibling rivalry, pure and simple. We'd both grown up together in show business. Had our share of ups and downs, let me tell you what. And then, by chance, we found ourselves here in Sin City, both with shows at the Silver Skies. Her show'd come in right after mine in the, main showroom. You see, I play the lounge. But anyway, we still share some crew and some staff, and even some audience, I'd say. There was a certain amount of competitiveness, sure, but why would you ask a leading question like that? Did someone say something? Mr. Shell. Now, please, call me Jack. My friends all call me Jack. Now, did someone say I had it out for Clorinda or something? 'Cause that most assuredly was not the case. And I definitely have to say that person is lying to you. Egal wie schlecht mein Englisch ist. Und es ist schlecht. Das werdet ihr demnächst noch sehen. Oder habt es vielleicht schon gesehen bei Fast and Light. Sibling Rivalry ist nicht Zwillingsrivalität. Das ist Geschwisterrivalität. Nur mal so am Rande. Wo waren Sie zwischen 10 und 11 Uhr abends? Mr. Shell. Jack! Jack. I'm afraid we're going to need you to establish your alibi during the time Clorinda was murdered. And to tell you the truth, I'm not really sure how I'd be able to verify this for you, but I'd be willing to swear on a stack of Bibles that I was at my home last night, by myself, fast asleep. Do you often go to bed so early? I tell you, I learned the very hardest way that you will not enjoy longevity in this business if you insist on burning your candle at both ends. So, I just tossed that sumbitch candle as far away from me as I could. I cannot tell you the number of lives that could be saved each year if they just heed my living example. I'm sure that's true, Jack. Look, be straight with me. You don't honestly believe that I had something to do with killing Clorinda, now do you? Erstens, seit wann sind wir Freunde von dir, dass wir dich Jack nennen? Du bist ein Tatverdächtiger. Wir halten Distanz zu wahren. Wir haben Distanz zu wahren, so rum. Und zweitens, du selbstgefälliger Gutmensch, oh, wenn alle nur meinem Beispiel folgen. Du bist sicherlich das Paradebeispiel allen guten Seins. Ich bin mir ganz sicher. Wer weiß, wie viele Leichen der Typ im Keller liegen hat. Wahrscheinlich einen ganzen Berg voll. Hatte Clorinda irgendwelche Feinde? Did you ever see Clorinda have words with anyone? A disgruntled employee, perhaps? Maybe a problem with management? No. Now, look, you can't have me speaking out of school now, can you? I mean, it don't feel right to talk about rumors and innuendos and such. But, well, I don't think it was really very much of a secret that she and Ernest, that's her husband, they weren't getting along too well. And, surprise, surprise, I mean, Clorinda's the fourth Mrs. Ernest Goldwasser, so I'm pretty sure Ernest's not too good at communicating with the wife. Oh, haben Sie diesen Ring schon mal gesehen?